Ich freue mich ganz besonders. Wir haben ja schon einige Diskussionen gehabt über die Vergangenheit. Als Ingenieur hast du eigentlich nicht so wahnsinnig viel mit Wasser zu tun gehabt. Wie ist das plötzlich Interesse entstanden? Ja, du wirst staunen, wie viel man als Ingenieur mit Wasser zu tun haben. Ich selber war Betonspezialist und Beton ist einmal ein Gemisch aus Kies, Zement oder Kleber ist, aber ohne Wasser geht gar nicht. Also schon dort ist Wasser entscheidend. Und ich habe dort für eine sehr grosse Firma geschafft in der Produktentwicklung und auch in den ersten Neuapplikationen von diesen Produkten. Und heute ist das Novartis, das war damals Sandoz, die haben so Bauchemikalien gemacht. Und ich habe dann einfach herausgefunden, dass letztendlich das Wasser, das jeder vernachlässigt, manchmal entscheidend war, ob ein Problem auftritt oder nicht. Und so hat es dann angefangen. Und so habe ich dann gesehen, wie man mit spezifischen physikalischen Wasserbehandlungen, Geräte, die es dort mal einen Markt gegeben hat, wir können die Eigenschaften vom Beton verändern, also wir können Kristallstrukturen verändern. Und das ist eigentlich wirklich sehr, sehr spannend gewesen. Und ich dann per Zufall eigentlich dann einen Versuch machen mit einem landwirtschaftlichen Berufsbildungszentrum für Gemüsebauern in Inz beim Bielersee. Und dort sind dann eben ganz erstaunliche Sachen auch rausgekommen, verbessertes Pflanzenwachstum und so weiter. Und dann bin ich natürlich dann eindeutig von dem gefangen gewesen, von dem Thema Wasser als Ingenieur. Als Ingenieur ist ja der Ansatz interessant, dass man nicht will forschen und ständig nie etwas wissen, sondern man sucht auch Lösungen. Also die Forschung macht man eigentlich, um eine Lösung zu präsentieren und zu machen. Und das ist wirklich vielleicht die entscheidende Grundlage. Und es ist ja so, dass wo ich die Technologie genauer angeschaut habe, habe ich einfach gesehen, dass ein Thema mir vorgekommen ist ein bisschen fabuliert worden, ist nicht für mich logisch angegangen worden, nicht wissenschaftlich. Und das war das Thema der Frequenzen. Für uns hat das fast dazu verleitet, man kann in der Kläranlage machen, man kann sehen, die können wir reinigen. Und wir sind so begeistert gewesen, wie viel das man eigentlich mit dieser Technologie machen kann, dass wir es im Prinzip unternehmerisch gesehen total verzettelt haben und viel Anwendungsgebiet gegangen sind. Also das war vielleicht für uns der schlechte Einfluss gewesen. Aber der positive Einfluss war, dass wir da wirklich sehen, die Medien, die interessiert das Thema. Es geht um Wasser, es geht um Nachhaltigkeit. Und das ist für die Medien dort mal schon ein Thema gewesen. Wir dort ganz, ganz feine Unterschiede, sogenannte kapazitive Eigenschaften vom Wasser, also das ist jetzt ein elektrotechnischer Fachausdruck, können wir dort messen. Und interessanterweise haben wir das können messen in einem Gerät, wo der allererste Musiksynthesizer unterwegs ist. Wir müssen ein bisschen umbauen. Also hier in Bezug zur Musik, zur Frequenzen. Vor gut 20 Jahren ist natürlich die physikalische Wasserbehandlung noch recht auf schwachen Füßen allgemein. Es hat keine wissenschaftlichen Kontexte gehabt. Es sind ganz viele Leute, vor allem auch Fachleute, gesagt, das funktioniert sowieso nicht. Ich kann mir euch vorstellen, dass wenn man mit Klavier am See gespielt hat und probiert zu erklären, den Einfluss von dem, dass man vielleicht sogar als Esoteriker oder als Spinner ist dargestellt wurde. Was ist die größte Schwierigkeit für die Firma weiterzuentwickeln und vor allem die Technologie zu entwickeln? Also die grösste Schwierigkeit war eindeutig, dass es schon eben physikalische Geräte hat, die am Markt sind, die leider nicht immer funktioniert haben und behauptet haben, das Gleiche zu machen wie wir. Das war eigentlich für uns die grösste Schwierigkeit, weil da sind diverse Produkte hausieren und wir sind dann zum Beispiel an Sanitärinstallateure hergetreten im Gebäudebereich und die haben die Hände verworfen und gesagt, wir wollen nichts von so etwas wissen, oder? Und die haben einfach darauf gestossen, weil wir eigentlich auf die gleichen Eigenschaften gehen, eben Kalk abbauen zum Beispiel, dass das auch ein Humbug muss sein, oder? Und
Es ist eigentlich noch schwierig gewesen, weil wir sind auf der einen Seite dann vom Markt dort ein bisschen skeptisch angeschaut worden. Auf der anderen Seite ist die Wissenschaft, sagen wir, die Angewandte auf das aufgesprungen. Aber dann haben wir wieder einen Wissenschaftszweig gehabt, sagen wir, Grundlagenforscher, die begeistert waren, so mit uns zusammenzuarbeiten. Schon dort mal, ne?